Als nächsten Schritt lernen wir die Picada. Die Picada ist der Hauptbestandteil in der Melodie der paraguayischen Harfenmusik, der paraguayischen Polka und auch der paraguayischen Harfenspieltechnik. Darum ist das sehr wichtig, dass wir die so gut wie möglich beherrschen. Ich mache euch mal ein paar Beispiele, damit ihr gleich seht, worum es da genau geht. Von Luis Bordon zum Beispiel Despertar Nativa. Oder Madrecita von Digno Garcia. Die Picada benutzen wir auch einfach, um die Melodie zu spielen, zum Beispiel bei Reseda. Oder dann auch bei La Codiciosa. Dieser Teil ist ganz berühmt für die Picada. Nun ist es so, dass die Picada im Prinzip immer aus der Oktave besteht, die ergänzt wird mit einer zweiten Stimme, und zwar eben in der zweiten Position, entweder mit dem Zeigefinger, also wir haben die Oktave und der Zeigefinger in der zweiten Position, oder wir haben die Oktave und den Mittelfinger auch in der zweiten Position. Diese beiden Varianten sind eigentlich der Hauptbestandteil. Zur Melodie passt immer entweder der Zeigefinger oder der Mittelfinger in der zweiten Stimme, und so können wir ganz viele Polkas spielen. Damit wir aber geschwind werden und flink mit der Picada, müssen wir die üben. Und das möchte ich euch zeigen und ein paar Übungen mit euch anschauen. Es ist ein bisschen eine Fleißarbeit, aber die Picada ist auch wirklich eine Konditionssache, in der man eben, wie das ist, wie auch beim Sport, immer besser wird, je mehr man die trainiert. Und da geht es natürlich auch wieder darum, dass man die richtig trainiert und richtig übt. Nun habt ihr ja gesehen, diese schnellen Läufe in der Picada, die wollen wir so üben, dass wir zuerst an Ort und Stelle die Picada wiederholen. Die Picada benötigt eine gewisse Lockerheit im Handgelenk und gleichzeitig braucht es Kraft und Beweglichkeit. Also man muss im Prinzip ein bisschen sich anstrengen im Arm, man spürt es auch im Rücken und in der Schulter, und gleichzeitig muss man im Handgelenk locker bleiben. Und das kann man am besten üben, indem man einfach quasi als Trockenübung die Hand aus dem Handgelenk so ausschüttelt. Ich zeige es mal noch so von vorne. Seht ihr das? So, also wenn ihr da euch ein bisschen gerade setzt, einfach so die Hand aus dem Handgelenk schütteln, aber im Arm gibt man einen gewissen Widerstand, also es ist nicht einfach so ganz nur lockern, sondern es ist so ein Bewegen aus dem Handgelenk, das dann natürlich auch kontrolliert stattfindet, und wenn ihr das eine Zeit lang so macht, werdet ihr das hier spüren und auch hier hinten im Rücken, aber im Prinzip ist das, wie gesagt, so ein bisschen die Grundbewegung der Picada, weil wichtig ist, dass wir nicht komplett starr sind hier im Handgelenk, weil so wird man nie eine große Geschwindigkeit hinbekommen, so verkrampft, sondern das Geheimnis liegt
zwischen Spannung im Arm und Lockerheit im Handgelenk. Nun wollen wir das so üben, dass wir das immer 4-mal an Ort und Stelle machen und dann verschieben wir die Hand, also die Position, eine Stufe aufwärts. Das kennen wir ja von allen anderen Übungen, die wir schon gemacht haben. Und dann machen wir dann es 3-mal am Ort, 2-mal am Ort und dann direkt, dass wir wechseln. Im Prinzip, wenn ihr das später übt, das ist so eine Übung, die werdet ihr immer machen müssen, ist die Idee, dass ihr das im Prinzip so schnell wie möglich macht. Da werden wir das dann auch noch ein bisschen länger machen, 6-mal, 5-mal. Wir beginnen jetzt mal mit 4-mal, aber die Idee wäre letztendlich, dass wir das schnell machen. So, aber das ist am Anfang noch etwas schwierig. Darum machen wir einfach 1, 2, 3, 4. Versucht natürlich, das dann so schnell es geht für euch zu machen, diese Übung, also diese 4-mal hintereinander. Beim Wechseln könnt ihr euch Zeit lassen. Jetzt geht es wirklich um diese Bewegung, aber ihr müsst natürlich auch darauf achten, dass wirklich alle 3 Seiten hier klingen und dass das miteinander kommt, also diese 3 Finger miteinander anspielen, dass es miteinander klingt und es sollten auch eigentlich alle gleich laut sein, alle 3 Finger. Wir beginnen mit dem Zeigefinger als zweite Stimme und wir beginnen auf A, also das ist die zweite Position von F-Dur, mit den Tönen A, F, A, also hier die Oktave und machen das 4-mal und verschieben es. Bis ganz oben und dann wieder zurück. Dann machen wir 3-mal und verschieben. Jetzt machen wir es einmal. Dann machen wir das Gleiche mit der zweiten Stimme im Mittelfinger. Denkt daran, zwischendurch könnt ihr die Hand ausschütteln, ein bisschen entspannen. Und auch da, wenn ihr möchtet, nochmal ein bisschen Trockenübung zuerst. Und dann starten wir mit dem Mittelfinger in der zweiten Stimme hier wieder auf dem gleichen Ton, auf dem A, dann mit C und dann hier wieder A im Daumen.
könnt auch weiter runtergehen natürlich mit dieser Übung.